Hallo Freunde, herzlich willkommen zu diesem Special-Video. In diesem Video geht es diesmal ausschließlich um die Retrofabrik. Wer die Retrofabrik nicht kennen sollte, der muss ganz bestimmt jetzt hier dranbleiben, denn es gibt tolle Neuigkeiten. Wer die Retrofabrik schon kennt, der sollte natürlich auch dranbleiben, denn vielleicht habt ihr die Neuigkeiten bisher noch nicht gehört. Also los geht's, starten wir durch. Ja Leute, ich habe ja in meinem letzten Video, dem Los Amigos Video, schon mal über die Retrofabrik gesprochen und auch über die Neuigkeiten, die jetzt anstehen. In diesem Video möchte ich das Ganze aber nochmal ausführlicher machen. Ich habe auch kurz Kontakt gehabt mit dem Frank und mit dem Mustafa. Viele Grüße an euch an dieser Stelle, ja, und möchte euch nochmal im Detail erklären, was euch demnächst erwartet. Vielleicht ganz kurz zum Start, wer die Retrofabrik nicht kennt. Mir sind sie zum ersten Mal 2019 ins Gedächtnis gekommen oder ich bin darauf aufmerksam geworden, als von den Masters of the Universe dieser dicke, fette Band hier kam, und zwar die Giganten des Universums. Ja, das waren die damaligen Interpart-Comics von den Masters of the Universe, die die Retrofabrik uns Fans neu aufgelegt hat, zugänglich gemacht hat. In einem Band alle Interpart-Comics plus die Taschenbücher waren drin, plus Insider-Informationen und so weiter. Alles rund um die Interpart-Comics, um die Masters of the Universe Comics der 80er Jahre. Ja, das war 2019, mittlerweile haben wir 2023. Diesen Band gibt es nicht mehr. Dieser Band ist schon länger ausverkauft, ist out of print und wird auf eBay, auch das habe ich schon in dem Los Amigos Video erwähnt, zu horrenden Preisen angeboten und auch verkauft, weil halt die Sammler danach schreien, weil sie es haben wollen. Und der Band hatte damals, 2019, 59,90 gekostet. Ja, wie gesagt, der wird locker fürs Doppelte aktuell auf eBay verkauft und auch wirklich verkauft. Leute, das müsst ihr nicht tun. Finger weg von eBay, denn es gibt tolle, tolle Neuigkeiten. Ja Leute, auf der Los Amigos wurde die Katze aus dem Sack gelassen, denn da gab es ein Panel der Retrofabrik. Da haben die beiden, der Frank und der Mustafa, auf der Bühne gestanden und haben Einblicke und Neuigkeiten preisgegeben, und die möchte ich jetzt hier nochmal wiederholen, denn wie gesagt, Finger weg von den überteuerten eBay-Preisen. Es gibt eine Neuauflage dieses Bandes hier. Ja, und für diejenigen, die nicht so ganz familiär damit sind, es wurde ein neues Cover damals erstellt, 2019 für diese Interpart-Comics. Und das Coole ist jetzt, es gibt nicht nur eine Neuauflage von diesem Buch, sondern es gibt eine Neuauflage im Design der alten Interpart-Comics. Ist das nicht geil? Ja, also es gibt einen Schutzumschlag. Ja, das Buch wird mit Schutzumschlag neu aufgelegt werden. Das heißt, ihr habt dann das Design der Interpart-Comics vorne drauf, hinten drauf etc. Und damit nicht genug, denn wenn ihr das Buch wie ich halt schon habt und möchtet es euch nicht nochmal neu kaufen, allerdings Insider-Informationen, es wird auch ein bisschen was verändert werden. Ja, Kleinigkeiten werden angepasst werden in dem Buch, ja, aber trotzdem, wenn ihr das Buch schon habt und es euch nicht unbedingt nochmal neu kaufen möchtet, diesen Schutzumschlag wird es auch einzeln geben. Ihr werdet also diesen Schutzumschlag bei der Retrofabrik einzeln bestellen können, das werde ich auch tun, werde den um mein Band hier drum machen und habt dann das Design der alten Interpart-Comics auch außen drauf. Finde ich total klasse, Leute. Vielen Dank für diese Mühe, die ihr uns Fans macht. Das wäre gar nicht, oder das würden manche gar nicht machen, sage ich mal, ja, aber ihr macht das für die Fans, ich finde es total klasse. Kurzes Update dazu, es steht noch kein Preis fest, sowohl nicht für das Buch als auch für den Umschlag separat, das wird alles jetzt kommuniziert, aber gute Neuigkeiten, das Buch, die Neuauflage kommt noch dieses Jahr raus. Ein genauer Termin steht noch nicht fest, aber es wird dieses Jahr rauskommen. Ja, und wie ich eben gesagt habe, der dicke Wälzer hier hat damals 59,90 gekostet und wahrscheinlich wird die Neuauflage etwas teurer werden. Das liegt nicht daran, dass die Retrofabrik sich irgendwie bereichern will an uns Fans, sondern wer heutzutage einkaufen geht, wer mal tanken geht etc., der weiß, es ist einfach alles teurer geworden und somit halt auch die Produktionskosten. Ja, Leute, also wie gesagt, wenn das Buch 5 Euro, 10 Euro mehr kostet oder was auch immer, ja, das ist nicht, weil die Retrofabrik extra Geld verdienen will, sondern weil halt einfach die Kosten, um das Buch zu produzieren, auch einfach gestiegen sind. Also das dazu nochmal.
Und ich werde euch weiter auf dem Kanal hier auf dem Laufenden halten, wenn es Neuigkeiten gibt, wenn es ein genaues Datum gibt, wenn es das Buch als auch den separaten Umschlag vorzubestellen gibt. Ja, alles das erfahrt ihr dann hier auf meinem Kanal. Also, wie gesagt, nicht vergessen. Das war die erste von 3 Neuigkeiten. Allein diese Neuigkeit wäre eigentlich schon ein eigenes Video wert gewesen. Aber es geht noch weiter, Leute. Denn auch auf der Los Amigos wurde, wie gesagt, die Katze zum zweiten Mal aus dem Sack gelassen. Und zwar, ich hatte es ja auch schon in dem letzten Video erwähnt, wo ich die Bücher vorgestellt habe. Die Reihe der Masters of the Universe EHPA Comics, die damals erschienen sind, ist ja abgeschlossen. Es gab 7 Bände, A3 Comics, also insgesamt 21 Hefte wurden hier in den Büchern ja, ausgegeben. Alle 21 EHPA Comics von damals. Letzte war die Entführung der Burg der Zeitlosen. Ja, und somit ist die Reihe der EHPA Comics, ich nenne es immer so liebevoll, die auf Eternia gespielt haben, also die Eternia EHPA Comics, abgeschlossen. Ja, hierzu wird es einen Sammelordner geben. Das kommt noch dazu, einen Sammelordner, wo ihr die 7 Bände, wenn ihr sie komplett habt, reinstellen könnt. Es gibt noch kein finales Motiv, aber auch dieser Sammelordner wird 2023, also dieses Jahr, noch kommen. Auch das erfahrt ihr natürlich wie immer hier auf dem Kanal. Aber es kommt noch was Neues, denn es kommen auch neue Bücher. Denn wer sich mit den Masters of the Universe auskennt, weiß, dass die EHPA Comics nicht mit dem Band 21 der Eternia Comics geendet ist, sondern es ging direkt im Anschluss weiter mit NA, mit den He-Man New Adventures Comics, die halt dann im Weltraum gespielt haben, war damals nicht mehr meins an den Figuren, aber ich habe 2 Comics, glaube ich, damals gehabt und fand die als Comic gar nicht so schlecht. Die Figuren haben mir nicht so gut gefallen, aber um die Figuren soll es jetzt nicht gehen, denn es wird weitergeführt. Diese Comics kommen auch raus, Leute. Es gab 6 Comics der NA EHPA Heft damals. Und die Retrofabrik wird auch diese 6 Hefte auflegen und uns Fans wieder zugänglich machen. Und das Geile ist, es funktioniert genauso wie auch bei den anderen Büchern hier. Es sind 6 Bände, bietet sich an. Es waren 6 Hefte, so, bietet sich an. Es gibt wieder 2 Bände, es gibt wieder 2 Hardcover-Bände mit jeweils 3 Geschichten. Ja, damit werden die NA Comics abgehandelt in 2 Büchern wieder. Und das Tolle ist, es wird genauso verfahren wie bei diesen hier. Das heißt, ich habe hier Band 7 Standardcover von einem, ich nenne es jetzt mal, aktuellen Künstler oder, na gut, blödes Beispiel, weil das Buch hier wurde auch von Esteban Maroto gezeichnet und von Carsten Clinch koloriert oder vollendet. Hier habe ich ein Variantcover von Band 7, ja, und dasselbe wird auch bei den NA-Comics passieren. Das heißt, jedes Comic hat wieder ein Variantcover, das heißt 3 Geschichten, 3 mögliche Bände und ein 4. als ein neues Cover. Es wird auch wieder ein neues gezeichnetes Cover geben, das heißt, es gibt eine Standardausgabe und wieder 3 verschiedene Variantcover zur Auswahl, die jeweils halt das Titelbild eines der Comichefte zieren. Ist das nicht geil, Leute? Das ist so mega. Ich freue mich halt wahnsinnig darüber. Wir müssen uns da noch ein bisschen gedulden. Wie gesagt, die Info ist brandheiß. Die NA-Comics werden 2024 erscheinen. Ist ja auch nicht mehr so lange. Wir haben ja schon Mitte 2023, das heißt Hälfte des Jahres ist eigentlich schon wieder rum. Das ist Wahnsinn. Wann genau 2024 steht noch nicht hundertprozentig fest. Auch das, Leute, ihr könnt es erahnen, erfahrt ihr hier bei meinem Kanal. 2 von 3 Neuigkeiten. Die 3. Neuigkeit, und es ist wieder etwas, was mich super freut und es ist etwas, das auch dieses Jahr noch rauskommt. Also das kommt noch 2023 und zwar Alfredo Alcalas Volta. Jetzt werden viele vielleicht denken, hä, was ist denn das? Alfredo Alcala, oder wer ist das? Alfredo Alcala ist ein Zeichner, der in den 80er Jahren sehr großen Anteil hatte, dass ich zum Masters of the Universe Fan wurde. Nicht nur die Figuren selbst, nicht nur die Hörspiele haben großen Anteil gehabt, sondern auch die ersten Minicomics, die ich gelesen habe, weil das war richtige Barbarenzeit. Das war Sword and Sorcery. Ja, ich habe hier als Beispiel das King of Castle Grayskull Comic, das wurde von Alcala gezeichnet. Ja, und Alcala hat so großen Einfluss auf die Masters of the Universe gehabt. Das ist Wahnsinn. Und diese Zeichnungen sind halt
wie gesagt, richtig, wie soll ich sagen, düster, richtig 80er Jahre Sword and Sorcery vom Feinsten. Und Alcala hat natürlich nicht nur Masters of the Universe gezeichnet, sondern auch eigene Sachen kreiert. Und das ist Volta. Volta spielt auch zu der Barbarenzeit. Ich sage es jetzt nochmal, Sword and Sorcery. Ja, es ist ein Barbar. Barbar, hört sich komisch an, sag ich nochmal, Barbar. Es ist ein Krieger, ja, der halt Abenteuer erlebt. Und da gibt es auch eine, ja, Comic-Serie, die damals, soweit ich weiß, nicht in Deutschland erschienen ist und die auch nur auf Englisch erhältlich ist. Diese Serie oder dieser Serie hat sich die Retrofabrik ebenfalls angenommen. Die Serie ist aktuell kurz vor dem Abschluss und es wird ein Sammelband geben, der 2023 rauskommt und die Geschichte von Volta zum ersten Mal hier in Deutschland erzählt. In deutscher Sprache, das heißt, die Comics wurden oder die Geschichte wurde übersetzt, ja, also kein Englisch für diejenigen, die es eventuell nicht so gut können oder nicht lesen möchten, sondern es wird in deutscher Sprache erscheinen, Leute. Das finde ich total, total klasse und wird, wie gesagt, auch 2023 noch erscheinen und ich kann es nur sagen, das Buch von mir persönlich ist sowas von gekauft, also sobald die Vorbestellung losgeht, ich möchte das Buch haben, ja, ich finde diese Zeichnungen so klasse und möchte euch jetzt hier in diesem Video entlassen, ohne nochmal zu vergessen, einen großen Dank an den Frank, an den Mustafa, ja, dafür, dass er uns ja, diese Comics zurückbringt, ja, dass er uns die Masters of the Universe Comics ja, unserer Kindheit wieder zugänglich macht, ohne teuer halt die abgefledderten Heftchen vielleicht irgendwo auf eBay oder so kaufen zu müssen von damals, sondern schön im Hardcover in der Buchform, die in meinem Regal stehen werden oder stehen, aber irgendwann dann auch in dem Sammelordner stehen werden. Ich finde es total klasse und möchte euch jetzt hier nochmal entlassen mit ein paar Ausschnitten aus ja, dem künftigen Volta-Sammelband, ja, und sage, Leute, wenn ihr Interesse habt, wenn ihr die Retrofabrik noch nicht kennt, ich verlinke natürlich unten in der Kanalinfo, in der Videobeschreibung nochmal den Shop der Retrofabrik. Ich verlinke die Facebook-Seite, Instagram haben sie auch. Alles das findet ihr hier unten. Wenn ihr Fragen habt, gerne an die Retrofabrik, gerne auch an mich @retrorauner@outlook.de. Ich leite das auch gerne weiter. Und ansonsten, wie gesagt, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Gebt der Retrofabrik ein dickes Like, das haben sie mehr als verdient. Und wir sehen uns beim nächsten Video. Macht's gut, euer Retro Rauner.